In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie ich mit negativen Kommentaren und mit Hate umgehe. Denn wenn man sich im Internet zeigt, wenn man offen über sein Leben spricht und wenn man Dinge anspricht, die viele lieber verdrängen, dann kommen nicht nur Verständnis, Respekt und Zuspruch zurück. Dann kommen auch Menschen, die urteilen, verletzen, provozieren oder einfach nur ihren Frust irgendwo abladen wollen. Das gehört leider dazu. Ich lese diese Kommentare natürlich. Ich tue nicht so, als würde ich sie nicht sehen. Ich sehe sie. Ich nehme wahr, was dort steht. Aber ich entscheide selbst, was ich an mich heranlasse und was nicht. Es gibt negative Kommentare, bei denen ich merke, hinter dem Ton steckt vielleicht Unwissen, Unsicherheit oder ein völlig falsches Bild. Auf so etwas antworte ich manchmal. Nicht um mich zu rechtfertigen, sondern weil ich glaube, dass meine Antwort dem Menschen vielleicht helfen kann, die Sache einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Manchmal wissen Menschen einfach nicht, wie mein Leben aussieht, was Pflege bedeutet oder warum ich so offen bin. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kommentar zwar hart ist, aber noch ein Rest Gespräch darin steckt, dann antworte ich ruhig und klar. Auf echten Hate reagiere ich aber nicht, denn Hate will nichts verstehen. Hate will nicht reden, Hate will nur treffen. Und genau deshalb bekommt er von mir nicht die Aufmerksamkeit, auf die er hofft. Solche Kommentare lösche ich, nicht weil sie mich besiegen, sondern weil ich meine Räume selbst schütze. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, nur weil es öffentlich ist. Und ganz ehrlich, sehr oft lache ich einfach darüber, wie manche Menschen ihre Zeit völlig unnötig damit vergeuden, Hass unter fremde Videos zu schreiben. Während ich mein Leben lebe, Inhalte mache und etwas Echtes zeige, sitzen andere da und tippen verbittert ihren Müll ins Internet. Das sagt am Ende mehr über sie aus als über mich. Ich glaube, man muss lernen, den Unterschied zu erkennen zwischen Kritik und Hass. Kritik kann unbequem sein, aber sie kann auch etwas Wertvolles haben. Hass dagegen ist leer. Und Leere diskutiere ich nicht. Ich lasse mir von solchen Menschen nicht nehmen, was ich aufgebaut habe. Ich weiß, warum ich meine Videos mache. Ich weiß, worüber ich spreche. Und ich weiß, dass Offenheit immer auch Menschen anzieht, die mit Ehrlichkeit nicht umgehen können. Aber genau deshalb höre ich nicht auf.